Hallo allerseits. Kurzes Update von meiner Seite wieder mal. Die unendliche Geschichte mit meinen CBN-Rädern geht weiter. Ich habe ja Dampf gemacht, dass die jetzt endlich kommen sollen. War soweit auch alles geklärt. Sollten letzten Mittwoch mit UPS an mich rausgehen. Die waren avisiert für jetzt diese Woche Dienstag. Als ich Dienstagmorgens reingeguckt habe ins Tracking, waren sie immer noch in China beim Hersteller, wurden nicht abgeholt von UPS. Dann habe ich da unten Dampf gemacht und habe gesagt, Leute, so können wir nicht arbeiten, das geht nicht. Dann hat er auf mein Geheiß hin das Ganze umgeswitcht auf FedEx. Dienstagmorgens, Dienstagabends waren sie schon in Japan und Mittwochabends waren sie schon in Belgien. Donnerstag sind sie von Belgien nach Köln transportiert worden und heute hätten die verzollt werden sollen in Köln. Die ganze Sendung besteht aus 7 Paketen. 6 waren in Köln, 1 blieb in Belgien liegen. Ergo, der Zoll hat die Ware nicht verzollt, ist ja logisch, entweder alles oder nichts. Jetzt will ich mal hoffen, dass übers Wochenende das Päckchen, das eine noch von Belgien nach Köln wandert und die dann am Montag die Ware verzollen können, sodass ich die am Dienstag oder Mittwoch habe, hoffentlich. Dann könnte ich nämlich am nächsten Donnerstag, wenn Feiertag ist, in aller Ruhe so einen Packtag einlegen und euch endlich die Dinger am Freitag zur Post geben, sodass ihr die dann umgehend bekommt. So, worum es aber heute gehen soll, ist dieses Baby hier. Und zwar die vertikale Frontbase. Ich habe sie fertig, ich habe die Software dafür fertig, zumindest für Windows, für Android und Apple ist sie in der Mache. Wir haben jetzt auch uns auf den Preis festgelegt. Ich werde das Ding in meinen Shop einstellen am Wochenende, entweder morgen oder am Sonntag. Und ab dort kann man dann da bestellen. Wie das Ganze funktioniert, das wisst ihr ja. Es ist aus einem Aluminiumblock rausgefräst. Ihr braucht kein Tarmac-Teil mehr kaufen, nichts. Das Ding ist fest. Ich habe einmal eine Software nur für die T8 und habe noch eine zweite Software, die ist für alle Geräte. Und zwar wirklich für alle Geräte. Egal ob T7, T4, Shepard, Triton, Recon, wie sie alle heißen. All diese Messerschleifgeräte, die ähnlich sind wie die Tormek, da wird diese Software passen. Wo die Software auch noch passt, ist, wenn ihr einen Benchgrinder habt und wollt euch eine eigene Aufnahme bauen und so. Das geht mit dieser Software auch. Ich empfehle zwar, die Software dann doppelt zu nehmen, dass ich nicht jedes Mal die Maße wieder verändern muss, aber das zeige ich euch gleich. Ihr müsst 2 Maße rausmessen für alle Fremdmaschinen außer der T8. Die T8 hat fest hinterlegte Maße. Jeder, der eine T8 hat, kauft sich die T8-Software und gut ist. Wenn er natürlich noch einen Benchgrinder nebenher betreibt, mit Papierrädern oder Filzrädern oder wie auch immer, dann muss er sich halt gezwungenermaßen die zweite Software auch noch kaufen. Aber hey Leute, das wird so teuer nicht. Ich zeige euch jetzt mal die Anwendung von der Software. Und ja, ich muss das Ganze jetzt gerade nochmal drehen. Ich habe das vorher schon mal gedreht, aber da ist mir mein Mikrofon hier runtergerutscht. Und naja, mein Magen hat zwar nicht geknurrt, aber es hat immer die ganze Zeit geraschelt, weil das Mikrofon da drin hin und her gerutscht ist. Deswegen drehe ich das jetzt mal ganz kurz nach. So, dann will ich euch zuallererst mal kurz zeigen, wie sich das verhält. Wenn ihr diese Software bei mir erwerbt im Shop, dann, ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, aber es wird so sein, dass ihr einen Link bekommt, wo ihr das downloaden könnt. So, jetzt mache ich das mal, jetzt lade ich das mal herunter. So, und jetzt passiert das so, wie das bei Windows immer passiert, wenn der Defender an ist. Hier bekommt ihr eine Meldung, könnte schädlich sein. Wenn ihr hier auf Verwerfen klickt, dann ist der Download abgebrochen und nichts passiert. Klickt ihr aber hier auf den Pfeil und klickt auf Beibehalten, dann lädt es jetzt diese Exe-Datei runter. Jetzt mache ich das gleich noch
mit der Universal auch, dann kann ich euch das nachher auch zeigen. Auch hier das gleiche wieder. Bitte auf Behalten oder Beibehalten klicken. So, und jetzt habt ihr alle beide hier. Dann gehe ich jetzt mal in meinen, da kann ich den Browser jetzt mal zumachen. Dann habe ich die jetzt hier in meinem Download-Ordner drin. Wenn ich die jetzt installieren will, dann klicke ich doppelt drauf. Und jetzt kommt hier, Computer wurde durch Windows geschützt. Das ist völlig normal, wenn ihr ein Programm auf eurem Computer drauf spielt, das nicht Windows zertifiziert ist. Und das ist die Software ja nicht. Aber ich klicke hier auf weitere Informationen und sage trotzdem ausführen und da sind wir. So, musste mal kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Eigentlich ganz einfach. Ihr gebt hier euer Rad ein, sagen wir mal ein neues Rad von Tormek, hat 250 mm. Ihr gebt die Werkstücklänge ein, sagen wir einfach mal 140 mm Länge und ihr wollt das Ganze in 20 Grad schleifen. Dann müsst ihr 176,7 mm mit eurer Toolbar hochgehen, vom Gehäuse ausgemessen und zwar neben der Rändelschraube. Das gleiche auf der Rückseite. Euer Japanstein ist neu, hat 250 mm. Euer Werkstück ist 140 mm lang, sprich vom Knauf bis zur Spitze des Messers. Und ihr wollt auch den 20er Winkel schleifen. Entsprechend müsst ihr 99,1 mm hochgehen mit der Toolbar auf der vertikalen Frontbase. Das ist das. Und jetzt kommt das Gute. Das kann man jetzt mal zumachen. Ach ja, Ad-Hoc, das erkläre ich euch nachher noch ganz kurz mit dem Ad-Hoc-Auszug. Wenn ihr jetzt angenommen, ihr habt jetzt ein Küchenbeil oder sowas und das ist 250 mm lang, sage ich einfach mal, die Werkstücklänge. Ihr wollt da einen 20er Winkel reinschleifen, dann müsstet ihr ja 222,8 mm hoch. So, jetzt geht ihr her und zieht die Toolbar raus. Diese Vertical Front Base zieht ihr raus. Ich sage jetzt einfach mal, ihr zieht sie 10 cm raus. Das sind dann 100 mm. Und dann müsst ihr hinten auf der Vertical Front Bar 168,6 hoch. Dann habt ihr wieder euren 20er Winkel. Ich zeige euch das gleich noch. Okay, das weg. So, und jetzt kommt eigentlich das Gute für alle Besitzer von T4, T7. Ich muss dazu sagen, diese andere Software ist wirklich nur für die T8, weil die T8 ist die einzige, wo ich die festen Maße habe, da ich sie selbst besitze. Alle anderen hätte ich mir irgendwo die Maße klauen müssen oder rausholen müssen oder was weiß ich. Sorry, ich will mich nicht als Dieb bezeichnen lassen. Also von daher gesehen, machen wir es uns doch einfach. Ihr habt eine T7, dann messt ihr ganz einfach diese zwei Variablen raus. Da mache ich eine genaue Beschreibung dafür, wie das funktioniert. Dann habt ihr hier einmal für die Standardaufnahme, also um es mal so zu sagen, ich kann hier auf Editieren klicken, bei der T8 sind das, lass mich mal überlegen, Moment, ich komme gleich wieder. So, jetzt kann ich weitermachen. Also bei der T8 habe ich zum Beispiel hier bei dem horizontalen Abstand, das heißt Mitte Welle zu Mitte Toolbar, da habe ich 50 mm. Dann Tab-Taste, die Höhe von Mitte Welle bis da, wo ich messe, auf dem Gehäuse, ist 29 mm. Jetzt klicke ich hier wieder auf Editieren, jetzt ist das gesperrt, da könnt ihr jetzt nichts mehr ändern. Das gleiche mache ich für die vertikale Frontbase. Auch hier habe ich die Maße ausgemessen. Und zwar für die T8 jetzt wieder sind das 147 mm in der Länge und Tab-Taste und 51 mm in der Höhe. Jetzt sperre ich das wieder. So, und jetzt gebe ich mal genau das gleiche ein, wie ich vorher in der Software eingegeben hatte. Jetzt machen wir hier 250 mm.
Dann habe ich ein 140er Werkstück. Dann will ich 20 Grad schleifen. Dann bekomme ich 176,7 mm. Jetzt gehe ich kurz her, mache die andere nochmal auf. So, hier. Übrigens, das mit dem, ja, das kann ich zumachen. Das mit dem Virus erkennen und so weiter. Wenn das einmal installiert ist, passiert das nicht mehr. Schaut mal hierher. 250, 140, 20, 250, 140, 20, 176,7, 176,7. Nur, dass ich hier, ganz egal welches Gerät ich nehme, die T7 hat hier vielleicht, was weiß ich, nur 46 mm und hat hier vielleicht 32 mm, aber dann rechnet euch das aus, nämlich genau den Winkel, den ihr benutzen müsst, um 20 Grad zu kriegen, also die Höhe, die ihr benutzen müsst. Das gleiche passiert hier, weil ich habe ja jetzt nur mal die Maße eingegeben von der T8, weil ich die im Kopf habe. Ihr müsst die Maße rausmessen für euer Gerät, egal ob das jetzt, Mensch, was gibt's da alles? Also die T7 natürlich, die T4, die Supergrind, die Record, Scheppach natürlich oder Jet oder Triton. Das sind alles Maschinen zum Schleifen von Messern und die könnt ihr hier benutzen. So, und wenn ich jetzt hergehe, jetzt machen wir diesen Ad-Hoc mal raus wieder. Da ist in der Regel steht da 0 drin, wenn die eingeschoben ist. Und hier die Länge machen wir mal wieder auf 140. Und dann haben wir hier 250 mm Steindurchmesser, 140 mm Werkstücklänge. 20er Winkel will ich haben. Das heißt, die vertikale Frontbase muss auf 99,1 mm Höhe eingestellt werden. Dann passt das vorne genau mit dem 20er Winkel. So, und jetzt stellt euch vor, ich hätte jetzt die Maße hier nicht fest drin, sondern ich hätte sie hier jetzt rausgemessen. Dann gebe ich hier auch 250 mm, 140er Werkstücklänge und einen 20 Grad Winkel. Voilà, bitteschön. Alles gleich, alles passt zueinander. Jetzt zeige ich euch das noch ganz kurz am Gerät und dann, ja, werde ich das wohl zum Wochenende, werde ich diese Toolbar zum Kauf einstellen in meinen Shop. Der Preis, habe ich mich jetzt festgelegt, wird 89 € betragen. Mit der Software weiß ich noch nicht ganz genau, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber ich denke mal so, ja, für die Standard Tormek Software vielleicht 20 € und für die Universalsoftware hier, wo ich wirklich jedes Gerät damit betreiben kann, da würde ich dann vielleicht 30 € verwenden. Schauen wir mal. Das muss ich noch drüber nachdenken. Ich meine, ich möchte ja auch irgendwie die Kosten für die Software, ich meine, das war nicht billig, möchte ich ja auch wieder reinkriegen. Okay, jetzt gehen wir noch mal kurz an die Maschine und dann soll es das gewesen sein. Bis gleich. So, diese Ad-Hoc-Geschichte und die Rausmessen-Geschichte. Ich drehe mal die Maschine ein bisschen, so könnt ihr das sehen. Wenn ich jetzt irgendwas messen muss, diese Maße, die ich euch gesagt habe, wo ihr rausmessen müsst, das zeige ich euch mal, wo das ist. Ich werde da auch noch eine separate Beschreibung dann dazu machen. Also im Prinzip braucht ihr zwei Maße. Das eine Maß ist hier von Mitte Welle bis Mitte Welle von der Maschine. Diese Entfernung, das ist die horizontale. Das zweite Maß, was ihr braucht, ist hier von Mitte Welle bis hierhin, auf diesen Punkt, wo ihr messt, diese Höhe brauchen wir. Sprich, die Differenz zwischen Mitte Welle und dieser Höhe, wenn wir die haben, mit dem Steindurchmesser und der Länge des Werkstücks, dann ergibt sich hier in der mathematischen Gleichung mein Winkel. Das Gleiche passiert natürlich auch für die Vorderseite, egal für welches Gerät, Leute, das ist wurscht. Wir brauchen nur die zwei Maße. Einmal Mitte Welle bis Mitte Toolbar, die dann hier drin steckt. Also hier so. So, sprich Mitte Toolbar hier bis hier. Das heißt diese Entfernung hier. Ihr könnt auch von Außenwelle bis Außentoolbar bis Außenwelle und dann einfach 12 mm abziehen. Das kann man ganz einfach machen, indem man hergeht und so einen Winkel, stellt den hier auf den Tisch,
Ah, jetzt bin ich ein bisschen zu hoch. Warte mal. So stelle ich den hin im rechten Winkel, fahre da dran, ja, so dass der unten sauber aufsteht. So, und dann gehe ich her und mache mir hier unten auf dem Tisch mache mir einen Strich oder ich lege ein Blatt Papier drunter, mache mir einen Strich. Oder ich gehe natürlich auch her, stelle das Ding hier drauf, so, mache mir hier auf dem Gerät einen Strich. Warte mal, das zeige ich euch mal. So habe ich das nämlich gemacht. Augenblick, ich muss da mal kurz ein bisschen runter. So. Hier unten habe ich einen Strich und noch einen Strich. Das ist Mittewelle hier, beziehungsweise Außenwelle. Da bin ich hergegangen, habe den Winkel hier drauf gelegt, habe den hier angelegt an der Welle und dann habe ich hier meinen Strich. Und das gleiche habe ich hier drüben gemacht, angelegt, sodass der flach aufsteht und hier oben ansteht, ja. So, und dann habe ich hier meinen Strich. Und diese Länge, das ist die Länge hier, da muss ich natürlich hier jeweils die Hälfte abziehen, weil ich ja immer von außen gemessen habe. Diese Länge brauche ich, Moment, ich gehe wieder ein bisschen hoch, so. Diese Länge müsst ihr eintragen in diese Horizontal und die andere Länge für der Standard jetzt ist Mittewelle hier zu hier oben, wo ihr messt. Ja? Die Höhe brauchen wir auch noch, das ist die Vertikal. Das ist die Horizontal und das ist die Vertikal. Wenn ihr diese zwei Maße eingetragen habt, für die Standardseite und für die vertikale Frontbase, dann habt ihr alles. Und da ist es egal, was das für ein Gerät ist. Das kann sein, was es will. Das kann eine T4 sein. Da ist halt jetzt ein anderes Maß wie bei der T8. Ist ja logisch. Ja, das ist ein anderes Gerät. Für die T8, wie gesagt, ist alles fest eingegeben. Jeder, der eine T8 hat, kann bedenkenlos die T8-Software dazu kaufen. Fertig. Aber die andere Software, die ist universal. Ja, da gibt es auch diese Ad-Hoc-Geschichte nicht mit dem Ausziehen. Ja, die gibt es bei der anderen Software nicht. Trotzdem könnte ich die ausziehen, wenn ich einen Küchenball schleifen muss, weil dann gehe ich einfach her, messe hier von dem Block bis hier hin, nee, halt, Kommando zurück, Blödsinn, mache die jetzt hier fest, dann gehe ich her, mache meine Toolbar hier rein und dann messe ich wieder hier Mittewelle zu wieder Mittewelle und den Wert trage ich dann kurz in die Software ein. Ich notiere mir meinen alten Wert, lege den weg, trage den neuen hier kurz ein, dann habe ich schon wieder den Rechenweg, weil die Höhe bleibt die gleiche. Ja? Ich brauche nur die Horizontale verändern, dann habe ich meinen Auszug verändert und entsprechend muss ich dann mit meiner Toolbar hoch. Das ist der ganze Witz. So, und diese zwei Softwaren werde ich anbieten und zwar erstmal nur für Windows. Ich denke mal nächste Woche, im Laufe der Woche kommt Android dazu. Und last but not least kommt auch Apple dazu. Das habe ich alles schon organisiert. Allerdings bei Apple wird es in der Regel 4-5 Wochen dauern, bis die verfügbar ist im App Store, weil die machen ja immer eine Monster-Mega-Prüfung. Sei es drum. Ich bin auf jeden Fall dran. Okay, nun lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ich kriege die Räder bald. Ich kann euch endlich glücklich machen und dann schauen wir mal. Und wie gesagt, schaut mal rein in meinen Shop und schlag zu. Ja, Preis wird 89 € sein, wie gesagt. Für die Software weiß ich noch nicht ganz genau. Ich muss erstmal noch in letzter Konsequenz gucken, was ich wirklich bezahlen muss. Ich kann es euch sagen, es ist nicht wenig. Und irgendwie muss ich ja meine Kohle auch wieder reinkriegen. Ich bin zwar ein Wohltäter, aber ja, drauflegen will ich auch nicht. Das wird wohl auch jeder verstehen. Ach so, noch was. Ich habe unheimlich viele Toolbaren schon verkauft und doppelseitige Toolbaren. Ich habe diese Pin-Pivots und warte mal, hier rüber. Ich habe diese Pin-Pivots habe ich eine Menge verkauft. Ich habe auch diese für das zweite Schleifrad, die Wellenverlängerung, die hier drauf kommt, ja, also auf der anderen Seite, da wo das Lederrad ist, alles schon verkauft. Wenn wir mal davon ausgehen, ich habe vielleicht 60, 70 Stück schon verschickt. Die anderen, die das bestellt haben zu den Rädern, die kriegen das mit den Rädern. Aber von den 60 Leuten, die das gekriegt haben, haben, glaube ich,
3 oder 4 eine Bewertung in meinem Shop abgegeben für die Teile. Ich finde es toll, wenn ihr alle zufrieden seid, weil sonst hättet ihr ja gemeckert. Aber zeigt es auch. Bitte helft mir da ein bisschen, weil wenn ich mehr Bewertungen in meinen Shop kriege, dann wissen die Leute, die nach euch kommen, hey, mit dem Teil kann ich was anfangen, das ist gut, das kann ich kaufen. Hilft mir einfach noch ein bisschen ja, transparenter zu werden, sage ich einfach mal. Okay, jetzt soll es aber wirklich gewesen sein, habe euch genug voll gequatscht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Nächstes Video ist garantiert wieder vom Schleifen. Mit der neuen Software und mit der neuen vertikalen Frontbase. Macht's gut. Ciao.